Die Mutter lässt ihre einjährige Tochter ganz allein im Haus zurück. 10 Jahre später kehrt sie zurück und sieht etwas Ungewöhnliches. Die Bewohner der russischen Stadt Jaroslavl werden diese Geschichte niemals vergessen. Eines Tages hörten sie aus dem Haus ein lautes Kindergeschrei. Zunächst dachten sie, es seien mehrere Kinder, und das Weinen hörte über mehrere Stunden nicht auf. Passanten bemerkten, dass das Licht im Haus seit mehreren Tagen aus war, und schließlich beschlossen sie, die Polizei zu rufen. Als die Polizisten das Haus betraten, waren sie von dem Anblick schockiert. Im dunklen Wohnzimmer saß ein Kind, und es war kein Erwachsener in der Nähe. Sie lag auf dem schmutzigen Boden, im Haus war niemand außer dem einjährigen Mädchen. Die Besitzer waren ausgezogen und hatten alles mitgenommen, außer dem Kind. Das Mädchen wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte feststellten, dass sie einen Oberschenkelbruch hatte und stark unterernährt war. Das Mädchen hatte mindestens eine Woche ganz allein in diesem Haus verbracht. Es stellte sich heraus, dass das Mädchen Lisa Verbiskaya hieß. Die Polizei suchte nach ihren Eltern, aber alles blieb ohne Ergebnis. Sie waren verschwunden. Nach dem Krankenhaus sollte das Mädchen in ein Waisenhaus gebracht werden, wo sie leben sollte, bis jemand sie adoptieren wollte. An dem Tag, als Lisa ins Krankenhaus gebracht wurde, besuchte Inga ihren Sohn dort. Eines Tages hörte sie das Weinen eines Kindes hinter der Wand und ging, um es zu beruhigen. So lernten sie sich kennen und Inga erfuhr Lisas Geschichte. Daraufhin begann Inga, dem Mädchen Windeln und Spielzeug zu bringen. Die Frau hatte 2 Kinder und hatte nie daran gedacht, jemanden zu adoptieren. Aber an dem Tag, als Lisa entlassen wurde, sagte Inga, dass sie so an das Mädchen gewöhnt sei, dass sie nicht ohne sie leben könne. Ich fragte die Ärzte, wo ich Lisa finden könne. Und ich machte mich sofort auf den Weg zu ihr. Einige Monate später waren alle Fragen bezüglich der Dokumente geklärt, und Inga brachte das Mädchen zu sich nach Hause. Als sie 2 war, konnte sie sich noch nicht normal ernähren und hatte Angst vor lauten Geräuschen. Ein weiteres Jahr später konnte das Mädchen immer noch nicht richtig laufen. Inga beschloss, das Mädchen zum Tanzen zu schicken, in der Hoffnung, dass die Musik dem Mädchen helfen würde, mit den Schwierigkeiten umzugehen, sie inspirieren und in physischer Hinsicht helfen würde. Das funktionierte. Dank des Tanzens, der Fürsorge und der Liebe von Inga wurde Lisa bald ein sehr fröhliches Kind. Als es Zeit war, das Mädchen zur Schule zu schicken, konnte sich niemand vorstellen, dass dieses Mädchen einst von den Eltern allein dem Schicksal überlassen wurde. Sie unterschied sich äußerlich von anderen Kindern, was ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Einige hänselten sie in der Schule, nannten sie Zigeunerin oder Schokolädchen. Aber Lisa war ein sehr sonniges Kind und bald liebten sie alle. Sie schämt sich nicht für sich selbst, sagte Inga. Als sie klein war, sagte ich ihr, dass viele mit Interesse auf sie schauen würden, aber du achtest nicht auf sie. Gleichzeitig gewann das Mädchen bereits mit 12 Jahren zahlreiche Wettbewerbe, sie war sehr talentiert und wurde sogar eingeladen, als Model zu arbeiten. Kurz darauf gewann Lisa einen weiteren Wettbewerb und wurde als das schönste Mädchen im Land bekannt, und plötzlich tauchte die leibliche Mutter auf, die ihre Tochter vor 11 Jahren dem Hungertod überlassen hatte. Sie fand Lisa und begann, über ihr natürliches Recht zu sprechen, das Kind zu sehen. Ihr wurde natürlich verweigert, sie konnte nicht einmal erklären, warum sie das Kind vor 11 Jahren allein gelassen und weggegangen war. Ihr wurden alle Rechte am Kind entzogen. Nun liegt es an Lisa zu entscheiden, ob sie ihre leibliche Mutter jemals sehen möchte oder nicht. Es war die Liebe, die dieses Kind gerettet hat. Es ist kaum zu fassen, dass die Liebe sie von einem schweren Schicksal befreit hat, und jetzt hat sie gerade dank Inga so viel Erfolg erreicht. Das ist wundervoll. Liebe Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, setzt ein Like und abonniert den Kanal.